Wenn unser Sohn nach Schulschluss mal wieder spontan seine Freunde mitbringt, haben die natürlich auch schon Hunger. Und da gibt es bei uns oft Pancakes. Die Zutaten dafür habe ich meistens schon zu Hause. Die lassen sich super schnell zubereiten und die kommen einfach immer gut an. Für die Pancakes brauchen wir 2 Eier, eine Prise Salz, 3 Esslöffel Zucker, 3 Esslöffel Butter, das sind ungefähr 40 Gramm, 200 Milliliter Milch, wahlweise entweder 2 Teelöffel Vanilleextrakt oder ein Päckchen Vanillinzucker, 200 Gramm Mehl und 2 Teelöffel Backpulver. Als erstes verquirlen wir die Eier und das geht am besten mit einer Prise Salz. Das Salz hilft hier dabei, die Struktur der Eier ein wenig aufzubrechen, dadurch lassen sie sich dann viel besser und gleichmäßiger im Teig verteilen. Der Zucker hat in diesem Rezept 2 wichtige Aufgaben. Zum einen stabilisiert er den Teig und die Pancakes werden schön locker und luftig und zum anderen karamellisiert der Zucker natürlich beim Backen, dadurch entsteht diese schön goldene, leicht knusprige Außenseite. Und etwas Vanillearoma rundet den Geschmack ab. Als nächstes kommt die Milch dazu, dann kann sich der Zucker schon etwas auflösen. Die Butter kurz bei niedriger Hitze zerlassen, nicht zu heiß, sie soll nur flüssig werden. Jetzt alles nochmal gründlich umrühren und dann sind wir auch schon fast fertig. Um Klümpchen im Teig zu minimieren, siebe ich das Mehl und das Backpulver einmal durch. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber in vielen Rezepten wird ja jetzt dazu geraten, den Teig nur kurz umzurühren, auch wenn noch Klümpchen übrig bleiben. Dadurch soll halt verhindert werden, dass sich zu viel Gluten im Teig entwickelt und die Pancakes zäh und gummiartig werden. Wenn ihr also einen Tipp habt, wie man Klümpchen ganz vermeiden kann, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich persönlich ziehe es aber vor, den Teig nur langsam und behutsam glatt zu rühren, aber vor dem Backen lasse ich ihn noch 10 bis 15 Minuten entspannen. Am Wochenende, wo ich mehr Zeit habe, backe ich die Pancakes am liebsten in so einer kleinen Pfanne. Da werden sie nämlich alle gleich groß. Schneller geht's aber in einer großen Pfanne, auch wenn die Pancakes dann etwas kleiner werden. Das Geheimnis richtig fluffiger Pancakes besteht darin, sie nicht zu heiß zu backen. Dann hat der Teig nämlich genug Zeit aufzugehen, bevor er anfängt zu bräunen. Und wenn Kinder mitessen, könnt ihr zum Beispiel auch ein paar Schokostücke, Blaubeeren oder auch Bananenscheiben auf die Pancakes legen. Das kommt immer gut an. Für mich serviere ich die Pancakes am liebsten ganz klassisch mit etwas Butter und Ahornsirup. Aber pur schmecken sie natürlich auch sehr gut. Ich hoffe, dieses Pancakes-Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es bald mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!